Ich bin Markus, ich bin Eiskletterer, noch immer. Diese Materie Eis, Schnee ist halt einfach extrem faszinierend. Und ich habe immer da extrem viel Leidenschaft dafür gehabt. Und Leidenschaft kommt von Leidenschaften. Und wenn man halt dann so einen Unfall hat, dann sieht man halt die Kehrseite von der Medaille, dass das halt auch gefährlich ist, dass man in der Natur ist, die irrsinnig schön sein kann, aber die Natur kann auch ziemlich grausam sein und einen halt auch ziemlich viel kosten. Beim Eisklettern ist es noch immer so, dass vor allem mit dem neuen Gerät von Petzl ich halt wirklich noch immer gut zurechtkomme und noch immer klettern kann. Mit Einschränkungen, aber mit viel weniger Einschränkungen wie bei anderen Sachen. Das Besondere an dem Gerät ist eben, der Übergriff ist viel größer gemacht worden, damit ich eben mit dem Stumpf reinkomme. Und als zweite Option habe ich mir dann unten noch die Schlinge gemacht, falls ich da oben nicht reinkomme, dass ich halt trotzdem weiter klettern kann. Also das Upgrade vom Gerät ist einfach, dass es viel stabiler zum Klettern ist. Es ist viel einfacher, schwierige Züge zu machen und das Gerät mitzunehmen. Und es hat wirklich mein Mixklettern und Eisklettern wirklich noch einmal auf eine ganz andere Stufe gebracht, weil ich halt wirklich viel schwerere Züge machen kann, als das mit dem alten Gerät funktioniert hätte. Also kleine Hooks oder schwieriges Eis ist halt mit dem alten Gerät nicht denkbar gewesen und das funktioniert mit dem Gerät halt echt wieder super. Ja, warum gehe ich immer noch Eisklettern, ist eine Frage, die eigentlich nicht klar zum Beantworten ist, weil eigentlich ist das Schwachsinn. Ne? Aber man hat viel Herzblut in eine Sache reingesteckt. Eisklettern war immer das, was mir am allermeisten getaugt hat von den ganzen Bergsportdisziplinen. Es ist aber auch eine Sache von Aufarbeiten, mit dem ins Reine zu kommen. Und manchmal denke ich mir, mach die einfachen Sachen, die noch gehen und lass den Rest einfach sein. Aber so ist man halt nicht. So ist man als Sportler nicht, so ist man als Bergsteiger nicht, weil die Herausforderung ist ja genau das, was einen ausmacht.